Es geht. Hi. Du wolltest mich was fragen, glaube ich. Ich wollte dich fragen, was ist denn Angst eigentlich aus deiner Perspektive? Du hast das gestern richtig gut erklärt und Wir hatten keine Kamera dabei. wir hatten keine Kamera dabei, genau. Und jetzt, Versuchen wir das nachzustellen. genau. Ja. Das ist kompliziert, zunächst einmal, das mit der Angst. Deswegen, wenn du auch Themen mit der Angst hast, ist das voll okay. Weil das ist ein kompliziertes Thema. Also probieren wir es mal irgendwie so einfach wie möglich darzustellen. Und wenn ich mir sowas vorstellen will, was kompliziert ist, dann probiere ich es immer irgendwie an der Wurzel zu packen. Also ganz am Anfang, so irgendwo in der Kindheit. Und ich stelle mir also vor, wann hatte ich denn zum ersten Mal Angst? Wie hat sich das denn für mich hier angefühlt? Und wenn ich mir das so überlege, dann ist Angst eigentlich zum ersten Mal etwas, was mir widerfährt, wenn ich nicht weiß, was es ist, wenn ich nicht damit umgehen kann. So wie kaltes Wasser, das ist so unangenehm und ich weiche zurück. Und dann ist es eigentlich so, dass wenn ich in die Welt komme, so eine Erfahrung mache, wo ich so ein unangenehmes Gefühl empfinde, dass dann meine Eltern beispielsweise sagen können, hey, das, was du da empfunden hast, das ist Angst. Und eigentlich gibt es aber gar keine Angst. Eigentlich ist es nur dieses, ich habe was Unangenehmes erfahren, weiß nicht, wie ich damit umgehen soll und dann sagt mir jemand von außen, ah ja, das ist Angst. Und dann ist das so ein bisschen wie wenn du so eine Schale hast und dann sagst du, eine negative Erfahrung, die tue ich jetzt da rein. So, in die Richtung ist kalt geworden, also gehe ich jetzt in die Richtung. Und dann gehst du in die Richtung und dann machst du da im Zweifel wieder eine negative Erfahrung, also wieder was Kaltes. Und dann sammelst du da in alle möglichen Richtungen alles mögliche Zeug. In der ist es kalt, in der ist es kalt, in der ist es kalt, in der ist es kalt. Und irgendwann mal, weil du dir die ganze Zeit gesagt hast, ich habe da Angst und das mache ich nicht, mir ist das unangenehm, anstatt mal nachzugucken und zu fragen, was ist Angst eigentlich, hast du dann irgendwann mal halt einfach so einen Topf voll mit Zeug. Und dann sitzt du da, weil du hast auch noch ein Problem. Du kannst nämlich nicht mehr da lang, nicht mehr da lang, nicht mehr da lang, nicht mehr da lang. Und dann musst du dich irgendwann mal damit auseinandersetzen, was du eigentlich meinst, wenn du sagst, ich habe Angst. Und dann ist es meistens halt eher so ein Chaos. Dann ist das alles, wovor du Angst hast. Und das, was das dann alles ist, das sind dann im Endeffekt alles negative, nicht integrierte Erfahrungen. So wie kaltes Wasser. Und deswegen regst du dich wahrscheinlich irgendwann mal sogar über kaltes Wasser vom Himmel auf. Sowas wie Regen zum Beispiel, weil du einfach nicht mehr damit umgehen kannst. Du kannst mit gar nichts mehr im Leben umgehen und dann kommt die Panikattacke und Angstzustände. Interessant ist aber eigentlich, wenn du das jetzt mal so anguckst und du überlegst dir, okay, da bin ich auf die Schnauze gefallen. Nicht so wild, das passiert halt, ne? Da hat mich jemand abgelehnt, weil er einen schlechten Tag hatte. Kann ich also auch raustun. Und dann arbeite ich mich einfach Stück für Stück durch, frage mich, wo ich da jedes Mal negative Erfahrungen gemacht habe und irgendwann mal stelle ich fest, es gab gar keine Angst. Ich habe einfach nur nicht aufgeräumt. So, kompliziertes Thema, sag ich ja. Ja. Aber das ist Angst, für mich auf jeden Fall. Also gibt es eigentlich nicht. Es gibt nur unangenehme Situationen, von denen ich noch nicht genau weiß, wie ich damit umgehen soll, weil ich noch keine positiven Erfahrungswerte damit gemacht habe. Ja. Und so ist es ja auch mit allen Situationen im Leben, ne? Egal, was du jetzt daher nimmst. Das ist einfach, hast eine Situation erlebt, es kamen unangenehme Gefühle oder nicht zuordnbare Gefühle und du bist lieber weggerannt, anstatt zu reflektieren, was kann ich davon lernen, Exakt, ja. um es zu verändern beim nächsten Mal. Ne? Daran kann man ja wachsen. Jedes Mal, wenn ich Angst fühle, zwinge ich mich mittlerweile, durch diese Angst durchzugehen. Nehmen wir allen, ich habe jetzt Angst, ein Video zu machen, dann mache ich ein Video, weil ich genau weiß, das macht mich stärker. Mit mehr Übung werde ich besser und besser. Und darum geht es im Endeffekt. Weil wegrennen sammelt nämlich einfach Zeug an. Und niemand braucht Zeug. Danke fürs Reinschauen. Ich hoffe, es hilft irgendwem. Falls es Fragen dazu gibt, wie man mit Angst umgeht, beziehungsweise wie man versteht, dass es keine Angst gibt, such dir Hilfe. Oder melde dich, kannst du auch machen. Ansonsten viel Erfolg weiterhin und bis demnächst. Ciao.